Wisst ihr, in der Welt des Handwerks, da gibt es Geheimnisse. Wissen, das von Meister zu Gesell weitergegeben wird und das den Unterschied macht zwischen, Pfusch und echter Meisterschaft. Und das Beste daran, das hat rein gar nichts mit teuren Maschinen zu tun. Heute, da lüften wir 3 dieser Geheimnisse. Jedes gute Werk, jedes stabile Regal, jede Reparatur, die was taugt. Am Ende ruht alles immer auf genau diesen 3 Säulen: Präzision, Sicherheit und Sauberkeit. Wer diese 3 Dinger drauf hat, der beherrscht sein Handwerk. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Fangen wir mal mit dem A und O an. Prinzip Nummer 1: Präzision. Hier, genau hier, trennt sich die Spreu vom Weizen, Freunde. Denn ungefähr ist und bleibt der kleine Bruder von komplett daneben. Wer von euch kennt das nicht? Du willst eine Fensternische ausmessen, ja? Oder den Abstand zwischen 2 Schränken. Du drückst das Maßband in die Ecke und was passiert? Es kriegt diesen blöden Knick. Tja, und diese Biegung, die macht jede Messung zum reinen Schätzeisen. Das Ergebnis ist ungenau und der Frust, der ist quasi vorprogrammiert. Aber jetzt passt mal auf, wie der Profi das macht. Statt das Band zu knicken, legt er einfach das Gehäuse vom Maßband flach an die eine Seite. Dann liest er das Maß ab und rechnet die Länge vom Gehäuse einfach oben drauf. Zack, Millimeter genau. Ein perfektes Innenmaß. Und das, Leute, ist kein Zufallstreck. Das ist Absicht, das ist Ingenieurskunst. Dreht doch mal euer eigenes Maßband um. Da seht ihr es. Da steht die exakte Länge des Gehäuses drauf. Das ist keine Schätzung, das ist reine Mathematik. So einfach und doch so genial. So, weiter im Text. Prinzip Nummer 2: Sicherheit. Und das, Leute, kann man wirklich nicht oft genug sagen. Was ist denn dein allerwichtigstes, dein unersetzliches Werkzeug in der ganzen Werkstatt? Richtig, das sind deine 10 Finger. Also passen wir verdammt gut darauf auf. Ah, der blaue Daumen. Das ist doch so eine Art schmerzhafte Bruderschaft, in der fast jeder schon mal unfreiwillig Mitglied war. Du nimmst so einen kleinen Nagel, willst ihn nur kurz ansetzen, ein winziger Moment der Unachtsamkeit und bumm, dieser pulsierende, heiße Schmerz. Aber das muss echt nicht sein. Schaut euch mal das hier an. Die Lösung ist so simpel, dass es schon wieder genial ist. Vergiss die Kombizange. Nimm einfach einen alten Haarkamm. Du klemmst den Nagel fest zwischen die Zinken und deine Finger, die sind meilenweit von der Gefahrenzone entfernt, also da, wo der Hammer einschlägt. Und das ist ja nicht nur sicherer, es ist auch viel besser. Der Nagel, der sitzt bombenfest in dem Kamm. Der hält wie ein Schraubstock. Kein Verrutschen mehr, kein Gewackel. Du kannst dich voll und ganz auf den Schlag konzentrieren. Und der Nagel geht kerzengerade in die Wand. Perfekt. Und damit sind wir schon bei unserer 3. und letzten Säule, der Sauberkeit. Jetzt denken sich ja einige, ach, aufräumen, papalapap. Falsch gedacht. Ein sauberes Umfeld bedeutet Effizienz, mehr Sicherheit und am Ende des Tages einfach weniger Arbeit. Jeder von uns kennt dieses Drama. Du bohrst nur ein einziges, klitzekleines Loch für ein neues Bild. Und was bleibt? Eine Lawine aus feinem Staub auf der Fußleiste, auf dem Boden, einfach überall. Der Ärger über das Saubermachen ist oft größer als die Freude über das Bild an der Wand. Und auch hier kommt die Lösung aus einer völlig anderen Ecke. Diesmal aus dem Büro. Der Klebezettel, der Post-it. Also, pass auf. Schritt 1, du faltest ihn einmal in der Mitte, sodass unten eine kleine Tasche entsteht. Schritt 2, du klebst ihn direkt unter deine Markierung an die Wand. Schritt 3, du bohrst einfach. Der ganze Dreck fällt direkt in deine selbstgebaute Falle. Kein Staub, kein Frust. Genial, oder? Und dieses Prinzip, das könnt ihr natürlich anpassen. Wenn ihr mal ein richtig fettes Loch bohrt, nehmt ihr statt dem Post-it einfach einen Briefumschlag und klebt den an die Wand. Und für die ganz Feinen unter euch, manche kleben sogar ein Stück Klebeband über die Bohrstelle, um auch noch den letzten Staub, den der Motor aufwirbelt, zu binden. Und da habt ihr sie. Präzision, Sicherheit, Sauberkeit. 3 ganz einfache Prinzipien, die aber eure Arbeit von Grund auf verändern können. Denn es geht nicht darum, härter zu arbeiten, sondern schlauer. Und das, meine Freunde, das ist der wahre Kern von gutem Handwerk. Denn echte Meisterschaft, die steckt nicht im Preisschild deines Werkzeugs, sondern in dem Wissen, wie du es benutzt. Es sind genau diese kleinen Kniffe, die am Ende den riesengroßen Unterschied machen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal und bleibt sauber.